Hey Raff, Hey Miki. hast du heute schon über Filme geredet? Nee, hab ich nicht. Dann wird's aber höchste Zeit. Aber hallo, dafür bin ich hier. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier, wir haben jetzt tatsächlich nach unglaublichen 3 Stunden Vorbereitungszeit die Aufnahme gestartet. Ich bin der Raff Ich bin der Miki. und wir haben uns überlegt, wir wollen einen Podcast machen und haben jetzt angefangen damit und wollen Das ist unsere erste Folge. Man könnte jetzt auch sagen, das ist die erste Folge oder Episode. Und was wir halt so am liebsten machen, wir sprechen über Filme. wir sind froh, dass überhaupt die Muss Aufnahme jetzt, es ist funktioniert. Samstagabend, wir haben jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr, Ja. irgendwas nachzubessern. Wir probieren das jetzt einfach aus und nehmen das als ersten Versuch, uns hier irgendwie aufzustellen und unser Programm, was wir gedanklich schon vorbereitet haben, runter zu quatschen. Exakt. Wobei vorbereitet ein großes Wort ist. Vorbereitet ist ein großes Wort, ja. Aber man könnte auf jeden Fall sagen, also was unser Konzept ist, dürfte man ja vielleicht so ein bisschen einläuten. Wir gucken uns auf jeden Fall, vorher machen wir so Brainstorming über Themenvorschläge oder Filmvorschläge und wir gucken uns die dann auch gemeinsam an und wollen dann unsere Gedanken dazu und was uns dazu einfällt und alles so ein bisschen besprechen. Wir möchten dann aber halt nicht auf irgendwelche vagen Erinnerungen von früher uns berufen, sondern den wirklich gerade frisch gesehen haben und deswegen wahrscheinlich auch einfach das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was da vielleicht raussticht. Genau, die vagen Erinnerungen kommen dann bei den Filmreferenzen, die wir unterwegs einstreuen wahrscheinlich. Aber genau, für die Filme, für die wir uns dann pro Folge entscheiden, ist die Idee, dass man ihn frisch gesehen hat. Und der heutige Film ist auf jeden Fall auch nicht ein reiner Zufallstitel. Könnte man auch so spoilern oder sagen, weil tatsächlich ist das auch einer der ersten Filme, den wir uns mal bei einem gemeinsamen Videoabend uns angeguckt haben. Und zwar hatte ich den nämlich dann mitgebracht und habe gesagt, wenn du den noch nicht kennst, dann sollten wir uns den auf jeden Fall mal geben. Das Ganze, es handelt sich um den Film, Della Morte dell'Amore. auch manchmal betitelt als Cemetery Man oder in der deutschen Fassung auch fälschlicherweise oder unpassenderweise als Zombie Graveyard. Korrekt. Der Film ist von 94, ist eine italienische Produktion vom Regisseur Michel Soavi. Wenn ich das direkt verbessern darf. Schieß Das los. ist leider so eine Sache, also ich bin auch so ein bisschen Klugscheißer, das weiß man, wenn man mich kennt. Sehr. Viel quatschen, viel klugscheißen und immer alles besser wissen. Stur sein auch dann mit den Informationen. Und also diese Person nennt sich Michele Soavi. Oh. Und das ist ein männlicher Name. Also nicht, dass man denkt, Michele oder Michel, wie der Raff ihn genannt hat, wäre eine Dame. Ja. Ist so. Also Michele Soavi ist auf jeden Fall auch nicht irgendwer. Hat vor 1994 auch schon andere Filme gedreht und kommt auf jeden Fall aus dem großen Dunstkreis von niemand Geringerem als Dario Argento. Er war nämlich in den 80ern auf jeden Fall mit ihm bei diversen Produktionen mit an Bord als Second Assistant Director oder auch bei den Kameraarbeiten zuständig. Also die beiden Herren kennen sich und haben sich dann auch gegenseitig so ein bisschen gepusht, was dann in die weiteren Werke Einfluss genommen hat. Also man sieht auf jeden Fall ganz klar und deutlich auch Einflüsse mit Kamerafahrten etc. aus dem italienischen Werk und was könnte man noch sagen? Also der Film ist von 94, ist nicht das Erstwerk des Regisseurs. Der erste Film war Aquarius, beziehungsweise Fright
Stage Fright oder Bloody Bird. Hat auch ganz viele verschiedene Titel. Und der ist aber dann halt schon eher so in Richtung klassischer Giallo. Und das ist ein anderer Themenbereich. Das ist ein anderer Themenbereich, den haben wir uns aber auch zusammen mal angeguckt. Den haben Irgendwann wir uns auch danach zusammen angeguckt. im Nachgang irgendwann. Ja. Nee, tatsächlich am selben Tag. Sicher? Weil ich hab dir nämlich direkt beide Michele Soavi Sachen Bist du sicher? an einem Tag, ja. Das weiß ich nicht mehr, aber kann sein, ja. Ja, muss ich wieder klug schalten. Ja, das kann Also sein. Auf man jeden sieht Fall es haben wir jetzt auch geguckt. nicht, aber wir versuchen ja jetzt gerade wirklich eine freie Konversation zu führen und zwischendurch gibt es dann auch immer wieder so kleine Augenkontakte. Wunderschön. Es sei mal erwähnt. Vorsorglich haben wir 2 Plätze Abstand zu uns geschaffen, Ja. damit es nicht komplett ausartet. Ja. Was man vielleicht noch zu Della Morte sagen kann, dass die Story basiert auf einer Novelle, die ein paar Jahre früher erschienen ist, nämlich 91. Und jetzt kann ich hier meine Schrift wieder nicht lesen. Tiziano Sclavi habe ich mir aufgeschrieben, hieß der Autor dieses Werkes. Ist ein italienischer Autor gewesen, von dem diverse Sachen verfilmt worden sind, die ich aber alle nicht kenne. Das ist interessant, weil, wie du ja vielleicht weißt, bin ich ja im italienischen Kino eigentlich sehr lange schon unterwegs und für mich kommt diese Information neu, dass es auf einem Buch beruht, aber ich habe eine ganz andere Information und zwar, dass die Figur des Friedhofswärters oder des Totengräbers nämlich auf eine Comicfigur beruht. Und zwar nennt die sich Dylan Dog. Und dazu gibt es auch eine Verfilmung, ist eine ganz eigene Nummer, kommt dann so ein bisschen eher so wie John Sinclair oder so, also wie so ein Actionheld schon fast rüber. Konstantin oder sowas in der Richtung, ne? Aber Dylan Dog ist wirklich nur so, kommt von den Ursprüngen her diese Figurenbeschreibung. Es hat nichts mit der reinen Story von Della Morte Dellamore zu tun. Genau, aber Dylan Dog ist genau das, was ich auch gelesen habe, gesehen habe ich es nicht, von diesem Autor ist. Und davon gibt es eben auch eine Verfilmung, die Dylan Dog wohl heißt. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, kam das dann nach Della Morte irgendwann. Das ist richtig, die Verfilmung von Dylan Dog kam später. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Dylan Dog ist auf jeden Fall von 1986. Das Source Material. Ja. Ja. Deswegen war ich eben mit 91 mit dem Buch so ein bisschen mit neuen Infos. Habe ich von Wikipedia mir aufgeschrieben. Ganz okay, dreist. Das gute Wikipedia. Das gute Wikipedia, ja. Wieder, stimmt alles, was da drin steht. Das stimmt alles und genau, ich habe sehr vorbildlich auch mir die Info noch rausgeschrieben, als du schon auf Play gedrückt hattest und der Film anfing, weil hätte ich mir ja nicht vorher raussuchen können. Ja. Ein paar kleine Randfakten muss ich auf jeden Fall noch in den Raum schmeißen, wo ich jetzt Argento schon erwähnt habe und Soavi und die Zusammenarbeit verschiedener italienischer Produzenten und Regisseure, die sich gegenseitig die Hand reichen. Auch der Special Effects Künstler, sei ja nicht unerwähnt, ist nämlich auch der Stamm-Special Effects Mann von den Argento-Filmen, und zwar Sergio Stevaletti, der also auch in vielen, vielen anderen Sachen schon gezeigt hat, was er kann, und die Effekte in Della Morte können sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist ein sehr solides Ding. Genre würde ich jetzt mal sagen Fantasy, Mystery, Horror, ein bisschen Komödie, also ein bisschen ein wilder Mix, aber wenn das ist mir auch eben nochmal aufgefallen, also gerade dieser Verhältniswechsel zwischen Tagesmomenten, wo die Story vor sich hin läuft, und in den Nachtsequenzen, wo jedes Mal, wenn es von Tag zu Nacht wechselt, wird auch der Mond einmal eingeblendet. Es ist immer wieder eine kleine Aufnahme und es wechselt auch die Stimmung. Also von den leichten humoresken Untertönen, die tagsüber passieren in den Dialogen und was da so passiert in der Stadt und mit dem Bürgermeister etc., da ist auf jeden Fall der Stimmungswechsel, wenn die Nachtszenen kommen. Die Musik wird automatisch bedrohlicher, die wird treibender und man hat eine ganz andere Stimmung plötzlich
und die Zombies, die sind bedrohlich. Also auch wenn das Ganze so wirklich humoristisch ist, aber die haben einen ernsten Ansatz, obwohl die eben in so einer lustigen Umgebung mit Sprüchen und Karlauern auch dann abgehandelt oder auch beiläufig umgebracht werden. Genau, also so diese Humorebene, die geht nie so ganz weg, aber genauso dieses Klamaukige bleibt auf jeden Fall eher in den Tageszeiten drin und nachts hast du dann ja eher so coole One-Liner halt, wenn irgendwer erschossen wird oder erschlagen wird oder was auch immer. Das bleibt da auf jeden Fall. Und genauso bei Nacht merkt man dann auf jeden Fall auch, ja, dass so Horror-Trademarks da eindeutig mit dabei sind. Du hast jetzt schon den Mond erwähnt, du hast dann aber auch oft irgendwie Raben dabei oder irgendwie so Gothic-Horror-Elemente halt, ne? Irgendwie viele Grabsteine hast du dann da. Irgendwie, ich finde da immer, wenn dann da diese Gruft auch gezeigt wird, die hat immer sowas wie diese so Gruft Schlossmäßiges auch. Ja, also auf jeden Fall. Dieses Gebeinhaus, was in dem Film dann auch ziemlich präsent in einer Szene dann genutzt wird und einfach das Thema kurz aufkommt. Ich habe auch ein Gebeinhaus und dann geht man da rein. Die Kamera fährt wie eine dritte Person hinter den anderen Figuren hinterher und das ist ein super geil aufgebautes Set. Die Skelette an den Wänden und es modert vor sich hin. Es ist richtig ein schön plastisch dargestellter Raum, super schön ausgestattet. Das ganze Set-Design mit dem Friedhof, oberste Sahne. Also die auch tagsüber das alles in grellem Sonnenlicht und hell und immer alles schön gezeichnet. Immer der Bildkader ist immer sehr, sehr stark ausgewählt, was man sieht und was man nicht sieht. Und auch da wieder der Kontrast nachts. Da gibt es dann auch schon mal irgendwas, was vorbeiflattert oder kleine Lichterscheinungen. Das ist eine ganz andere Bildsprache dann direkt. Ja. Zu Aber Flattern vielleicht sollten wir erstmal Zu Flattern fällt mir auf jeden Fall ein, dass da viele Sachen immer generell flattern. Ist dir aufgefallen, wie viele Tücher da irgendwie in verschiedenen Szenen durch die Gegend flattern? Ob das dann irgendwelche Leichentücher sind oder Tücher, die sich die Leute übers Gesicht ziehen, die dann verschiedene Farben haben. Ja. Da habe ich mich auch mal gefragt, so ob das irgendwelche symbolischen Absichten hat, die da durch die Farben der Tücher halt symbolisiert werden sollen. Es fällt auf jeden Fall auf. Also es ist auf jeden Fall stylisch gemacht, so dass man halt auch einen Schauwert hat. Was mir jetzt beim Gucken nochmal aufgefallen ist, dass man auf jeden Fall merkt, dass der Film aus den 90ern kommt, weil wie das Bild aussieht, das hat schon so diesen, weiß nicht, oder so diese Weichzeichner-Optik ist, das hat so ein bisschen was ich mal mit so TV-Produktionen halt verbinde, die Bildqualität, die ich so bei Filmen, die in den 80ern oder 70ern produziert sind, nicht so sehe. Dazu ist auf jeden Fall, sei vielleicht noch zu erwähnen, dass der La Morte dell'Amore, man muss jetzt auch dann so ein bisschen kontextuell gucken, der italienische Film hat das schwer gehabt. In den 80er Jahren ist die Beliebtheit und der Verkauf stark zurückgegangen. Die ganzen Produktionen wurden immer günstiger und günstiger, weil niemand mehr Geld hatte. Budget wurde gekürzt und gestrichen. Und der italienische Film galt zu diesem Zeitpunkt dann als tot. Also der italienische Film hat quasi nicht mehr existiert. Und dann hat Michele Soavi mit diesem Ding, was wahrscheinlich auch kein Riesenbudget hatte, trotzdem bildsprachlich und das, was er gemacht hat, wirklich, wirklich auf die Spitze getrieben. Und das Ganze ist eine Direct-to-Video-Produktion. Und deswegen alleine ist es schon erwähnenswert, weil es war eben nie fürs Kino ausgerichtet. Die hatten gar kein Geld dafür, einen Kinoverleih zu finden. Ach krass, das siehst du, das wusste ich nicht. Aber ich finde, das merkt man schon irgendwie, dass das, also merkt man an der Optik, dass das eher so einen Background hat. Mhm. Also ich habe den auf jeden Fall, ich habe jetzt überlegt, ob wir erstmal was zu der Story vielleicht erzählen sollten, dass wir den Film so kurz abreißen. Wir sind direkt so straight and to the point, weil wir haben jetzt so lange mit der Technik gehadert,
dass es jetzt einfach ein Drang war, weiter zu erzählen und den Film zu besprechen. Vor allem, weil wir uns gezwungen haben, währenddessen nicht über den Film zu sprechen. Ja. Auch beim Filmgucken war die Regel, man darf nicht sprechen. Ja, talk to the hand. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, wir können jetzt erstmal die Story abreißen und dann weiter erzählen. Willst du? Ja, kann ich machen. Ja, die Story ist im Prinzip relativ leicht erklärt. Es gibt Ist das so? Ist das so, ja? Das ist die Frage. Es gibt einen Friedhofswärter oder Friedhofsmitarbeiter, der jokingmäßig da immer als Ingenieur von allen tituliert wird. Den Running Gag habe ich übrigens nicht verstanden, warum das so ist. Aber genau, der ist halt da und nachts kehren immer die Leute, die auf dem Friedhof begraben werden, die kehren innerhalb von 7 Tagen, kehren die zurück. Und ja, im Prinzip kehren die als Zombies zurück, obwohl die im Film nie so genannt werden. Und sein Job ist es dann im Prinzip, neben seiner normalen Friedhofswärter-Tätigkeit eben diese Wiedergänger umzubringen. Also quasi, sein täglicher Job besteht eigentlich nicht nur darin, die Leute, die in dem Ort sterben, zu vergraben, sondern sich auch ein zweites Mal um die Entsorgung zu kümmern, wenn die nämlich aus den Gräbern wieder rauskommen. Und er weiß das dann auch schon so ungefähr, hat dann mehr oder weniger das in seinem Kalender markiert und weiß, dass die nach so und so vielen Tagen zurückkommen und wartet dann schon auf die mit einer geladenen Knarre. Und es sind auch keine schlurfenden Zombies, sollte man vielleicht kurz anfügen. Ist jetzt also kein stöhnender, langsam vor sich hinschlurfender Zombie, der auf ihn zuläuft, sondern die haben auch teilweise noch ein bisschen Bewusstsein und die können auch reden. Ja, aber nicht alle haben geredet, ne? Mir ist aufgefallen, waren das nur die weiblichen Zombies, die dann mit denen geredet haben? Der Bürgermeister hat auch noch gesprochen und wollte sogar noch sein Amt weiter bekleiden, als er da hochgeklettert ist. Und der junge Claudio, der wilde, verwegene Motorradfahrer. Sehr coole Entrance aus dem Grab. Der wurde sogar noch kurz, bevor er jemanden umbringen konnte, umgestimmt von seiner ehemals Geliebten, die dann gesagt hat, lass uns doch lieber... Stimmt, aber der redet nicht. Der redet nicht, aber er hat auf jeden Fall dieses Bewusstsein. Und ich glaube, ich meine, er sagt irgendwas wie okay oder so, irgendeine Zustimmung. Ich bin mir gerade nicht so ganz genau sicher. Ja, aber der nimmt die dann auf jeden Fall mit. Das ist richtig. Ja. Und die können auch noch, also so, was ich zum Beispiel noch nie gesehen habe, ist, dass ein Zombie mit einer Waffe schießt. Das passiert in der Szene mit dem Pfadfinder. Absolut. Ne? Da hat er die Waffe und dann schießen die auf den. Genau, also die können Sachen. Genau, und wenn wir sagen, die können reden, dann meinen wir eben auch nicht, so wie der allseits bekannte Bob von Day of the Dead, der dann irgendwo nur kleine Wörter von sich gibt oder Brain oder sowas sagt, was er gerade verspeisen möchte, sondern die können wirklich sprechen und die haben auch ein Bewusstsein, dass sie da tot sind. Stimmt. Und das ist, also sollte man erwähnen, das ist auf jeden Fall ja nicht der typische Zombie. Deswegen finde ich diesen Zombie-Graveyard-Titel auch so unpassend. Das lockt einfach falsche Publikum an und ist dann eine Enttäuschung, obwohl es ein großartiger Film ist. Also so viel sei verraten, wir sind uns bei diesem Film beide darüber einig, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr großartiges Werk ist und sind da nicht konträr aufgestellt, was aber auch nicht unbedingt immer so sein wird, wenn wir uns hier unterhalten. Das ist so. Mir fällt jetzt aktuell kein Beispiel ein, aber das muss auch nicht. Das kommt dann noch. Aber stimmt, den finden wir beide sehr, sehr geil. Ich weiß noch, also ich habe den Film jetzt zum 3. Mal gesehen mittlerweile und fand den beim ersten Mal schon sehr flashig auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Gute-Laune-Ding, der nicht runterziehend kommt, der Film, sondern der ist im Gegenteil, der hat, finde ich, gute Laune, obwohl der auch schwermütig. Obwohl der schwermütig ist, der hat ja so eine dramatische Liebesgeschichte, Atmosphäre oder Story halt. Zur Story kommen wir gleich vielleicht noch zurück, weil wir haben jetzt quasi so die Ausgangslage nur beschrieben. Aber es gibt immer wieder diese Auflockerungen und ich finde sogar halt die Gore-Szenen, die wirklich super gemacht sind, das ist wirklich sehr, sehr geiler Gore, den der Film hat. Valetti.
die wirken nie so, dass die einen runterziehen. Also ich musste sogar ein paar Mal lachen, zum Beispiel als der Schulbus da über den Kopf rollt. Zum Beispiel solche Sachen, Ja. ist einfach witzig. Irgendwie Ja. in dem Kontext, wie es erzählt wird, wie es dann gezeigt wird. Das ist auch das, was ich eben meinte mit, also du hast quasi so eine kleine lustige Einlage, es passiert irgendwas, wo du vielleicht so ein bisschen schmunzeln musst oder lachen, aber trotzdem sind die Effekte straight to the point. So, die sind nicht irgendwie mal albern, wie so bei so einem Billo-Film eingesetzt, sondern die sind wirklich hochwertig. Practical Effects natürlich. Absolut, genau. Das ist auch sehr positiv hervorzuheben an dem Film, dass es Practical Effects sind. Und da fällt mir eigentlich auch jedes Mal wieder auf, halt, wenn man Filme mit Practical Effects guckt, um wie viel geiler das einfach ist als CGI und mit Computer eingefügt. Das ist halt auch ein Fest, eben, weil man halt auch, eben, wie schon erwähnt, sieht, dass das Budget nicht das höchste war. Trotzdem ist es geil, weil es mit viel Liebe gemacht ist und das kommt rüber, finde ich, auf jeden Fall bei dem Film. Ja. Und genau, vielleicht so Story, wo die dann so wirklich in Fahrt kommt. Es kommt zu einer Beerdigung, wo eine Witwe erscheint, in die sich der Friedhofswärter Francesco Della Morte, die Hauptfigur, den Namen haben wir noch gar nicht erwähnt, Ja, auf den ersten Blick der heißt nämlich gar nicht Dylan. Wusstest du, dass Matt Dillon den eigentlich spielen sollte? Nein, nein. Ja, also habe Das ist aber ein hab ich witziger gelesen, Joke, ey. dass der amerikanische Vertrieb war es, glaube ich, die wollten, dass Matt Dillon die Hauptrolle spielt. Und dann hätten die den halt eben in den USA vertrieben, den Film. Aber Wahnsinn. ist nicht passiert. Das wusste ich nicht. Witzig. Genau, aber dann kommt halt die Witwe da zu dieser Beerdigung von ihrem Mann. Das ist eine junge, attraktive Frau. Und genau, und der Friedhofswärter verliebt sich halt sofort in sie. Anna Falci. Anna Falci. Und genau, und dann nimmt so ein bisschen das Unheil oder die Handlung seinen Lauf. Genau, der macht eigentlich seine Absichten ziemlich schnell deutlich. Sie ist erst ein bisschen abweisend, kommt dann aber wieder zu ihm. Und Ja, also sagen wir mal so, wenn ich das so ergänzen darf, ab dem Punkt, wo er sie kennenlernt und sich unsterblich in sie verliebt, gibt es dann nämlich irgendwie, egal welche Frau er kennenlernt, die tragen alle das Gesicht dieser Dame und man weiß gar nicht so genau, warum sehen die alle gleich aus. Das ist so ein Kniff von dem Film. ja, wobei das kommt ja so im Laufe und so ein bisschen später eigentlich erst. Also ich habe diesen Punkt, wo der Film dann ja so, Ja, ich finde, das ist kein so ein krasser Wechsel, wie es zum Beispiel bei From Dusk Till Dawn. So, wo Ja. wirklich der Wechsel kommt, so, okay, jetzt ist es auf einmal nach dem Gangsterfilm, ist es ein Vampirfilm. Geht das hier so ein bisschen schrittweisiger und das kommt eigentlich erst, nachdem sie gestorben ist. Dann kommt das halt so langsam, dass dass dann die Frau halt immer noch, also die Schauspielerin halt verschiedene immer mal wieder Rollen eine Rolle spielt spielt. und er halt immer mehr in den Wahnsinn abgleitet. Vielleicht Ja. sollte man an dieser Stelle noch erwähnen, dass wir spoilern werden. Grundsätzlich bei Ja. Filmen. Und dass das Also, eigentlich nur wir für können Leute uns ist, die nicht den Film nicht beim kennen. darüber reden auf die Zunge beißen und irgendwie Informationen vorenthalten. Also wir werden frei raussprechen und da werden auch Spoiler bei sein. Kann uns dann irgendwer die Glocke wegnehmen oder sonst irgendwas. Ja, aber diese episodische Erzählweise, die ist mir eben auch so ein bisschen aufgefallen. Und ich habe mir das dann sogar so ein bisschen aufgeschrieben, wie das verschachtelt ist. Man lernt nämlich in den ersten 10 Minuten quasi, lernt man erstmal den Protagonisten kennen, der von Rupert Everett gespielt wird, nicht von Matt Dillon. Sollte man vielleicht dann auch noch ergänzen. Richtig. Man merkt, wie stringent wir in der Lage sind zu erzählen. Ohne Ja, Gedankensprünge. total. Also ohne Sprünge, wir machen das hier, wir haben das alles richtig Ja. drauf. Ist gut, dass wir das vorher geplant haben. Dann kommt wirklich so in 10 Minuten Blocks werden verschiedene Figuren eingeführt. Erst kommt nämlich Francesco, dann kommt nämlich für die nächsten 10, 12 Minuten kommt die Figur von Anna Falci, bis sie stirbt. Und dann kommt für die nächsten weiteren 10 Minuten wird die Figur von Nagi nämlich ihre eigene Geschichte bekommen. Der kommt nämlich dann, das ist sein Gehilfe auf dem Friedhof. Könnte man kurz einwerfen. Ja.
Der so etwas einfach gestrickt ist. Genau. Bisschen wortkarg und ein bisschen klobiger, aber sehr, sehr gut besetzt. Und herzensgut der im kriegt dann Grunde. auf jeden Fall auch nochmal seine eigene Storyline. Und erst dann, wenn diese ganzen 3 Hauptfiguren eingeführt sind, dann nimmt der Film nämlich so eine kleine Wende und geht dann langsam Schritt für Schritt auf das Fantastische und den Wahnsinn über. Mhm. Hebt sich tatsächlich nochmal davon ab, dass auf dem Friedhof sowieso schon seltsame Vorkommnisse passieren und die Toten sich wieder erheben. Das wird einfach als normal gesetzt. Genau. Aber das wissen alle, das ist kein das Geheimnis. wissen alle, das ist kein Geheimnis. von Auch der Francesco. Friedhofswärter hat das in der Stadt nämlich schon verkündet und hat gesagt, hier Leute, das kann ja nicht sein. Ich will mal eine Überstunden bezahlt bekommen. Ja. Ja, also auf diesem Niveau. Und der Bürgermeister keiner- ist dann natürlich auch im Bilde und wissen, was er da treibt und Keiner glaubt ihm, keiner will ihm mehr Geld geben, also ist er angepisst. Und ja, also er scheint auf jeden Fall auch sich damit abgefunden zu haben in irgendeiner Form, sodass er wirklich nur noch auf seinen Kalender guckt, wann muss er beiläufig mal wieder jemanden wegschießen. Und auch so beginnt der Film bereits. Also die erste Szene des Films, wenn die Credits gerade begonnen haben, kommt eine super geniale Kamerafahrt nach vorne, das Telefon schellt, es wird direkt so intensiv, wird man da fast reingesaugt in das ganze Setting. Habe ich immer wieder, habe ich das Gefühl, dass ich denke, jetzt öffnet sich gerade wieder die Tür zu diesem Friedhof. Und dann, während des ersten Telefonats, wo er dann mit jemandem spricht, klopft es quasi schon an der Tür und er erschießt mal eben einen Menschen. Oder einen ehemals Menschen. genau. Und das setzt eigentlich so ganz gut den Ton für den Film und für die Ausgangslage. Ja, Ne, dass er das auch schon sehr routiniert macht und im Prinzip so, ja, jeder Tag ist gleich bei dem, könnte man sagen. Und aus dieser Lethargie wird er eigentlich erst durch Anna Falci, die in dem Film übrigens keinen Namen hat, und auch in den Credits, glaube ich, nur als She gelistet ist. witzigerweise, das muss man ganz kurz dann sagen, also die Person hat zwar keinen Namen, aber die ist ja nicht nur einmal da und dann verschwindet die wieder, sondern die kehrt immer wieder in verschiedenen Inkarnationen in dem Film auf, wird immer wieder von der gleichen Person dargestellt. Keine davon hat einen Namen. Mhm. Und dann kommt noch der Gag obendrauf, dass er sie einmal dann ganz businessmäßig kennenlernt und vom Bürgermeister vorgestellt bekommt, Als dann seine noch Assistentin, hinterfragt ne? und sagt, ich habe deinen Namen gar nicht gehört. So. Ja. Das ist dann eigentlich auch ganz witzig, ne? Weil dann fahren die da mit dem Auto halt weg und die Ja. Kamera fährt dann da auch so mit so weg und der sitzt Ja. und steht da wie so ein begossener Pudel und den Namen hab ich nicht verstanden. Generell auch diese Kamerafahrten, so dass es so 1A Cinematografie, die, wie gesagt, der Film fängt an und es mit einer Kamerafahrt nach vorne. Dann gibt es Person of View Shots, dann gibt es Kamerafahrten über die Schultern, es gibt super geniale Aufbauten oder du hast ein Setting, wo du gerade denkst so, Alter, was passiert denn hier gerade? Und dann fährt die Kamera raus, nach oben und das ganze Ding wird abgerundet und ist wie so eine Traumsequenz. Großartige Kamerabilder. Zeitlupen, die eingesetzt werden für bestimmte Elemente. Auch gerade bei diesen flatternden Tüchern, die du eben erwähnt hattest. Ja. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal hervorheben. Also die Kameraarbeit ist da wirklich tipptopp. Ja, man merkt einfach, dass die sich da viele Gedanken gemacht haben, um das Ganze halt auch irgendwie cineastisch aufzuarbeiten. Obwohl es Direct-to-Video ist. Obwohl es ne? Just Direct-to-Video saying. ist, genau. Ja, was mich auf jeden Fall, ich habe damals, bin ja schon ein bisschen älter, so ich gehe ja schon langsam auf die Steinzeit zu. Da war es auf jeden Fall in den 90ern tatsächlich so ein Ding. Man hat sich noch die Fangoria geholt oder andere Zeitschriften, Fanmagazine, Horrorzeitschriften. Und da war Della Morte dell'Amore wirklich ein großes Ding, weil es plötzlich hieß, hier kommt mal wieder ein richtig guter Zombie-Film und auch noch aus Italien. Und man hat was völlig anderes erwartet. Aber der Film hat trotzdem nicht enttäuscht und ist dann auch relativ groß vermarktet worden. Ich habe den schon auf einer Videokassette gesehen, die wir uns
damals aus einer ausländischen Videothek geholt haben, mit dem Originalton mit englischen Untertiteln. Also ganz, ganz verrückte Nummer. Und dass der dann später eine deutsche Synchro bekommen hat, ist wirklich ein Segen. Weißt du, wann die gekommen ist? Wissen ist jetzt leider zu viel gesagt, aber ich sage mal so 97. Okay, also noch relativ nah dran. 98 vielleicht. Ja, okay. Um die Ecke. Also hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Ich kannte den dann schon, aber ist auf jeden Fall, also auch die Synchro ist nichts zu bemängeln. Ich habe an gewissen Figuren, da denke ich immer wieder so, ob das jetzt so ganz genau passt. Zum Beispiel die Stimme von der Tochter vom Bürgermeister, die finde ich ein bisschen quakig. Aber ansonsten, selbst wenn man sagt, die Stimme passt nicht unbedingt zu der Person, wenn jetzt ältere Männer, hier der Bürgermeister, der Polizeiinspektor, der Lustige, die haben auch komische Stimmen vielleicht, aber die treffen alle den Ton des Films. Also die treffen alle auf das, was sie sagen wollen und die wissen genau, was sie machen. Und die treffen auch diese sublimen Humorebene mit dem, was sie sagen. Das ist auf jeden Fall schon wirklich, das ist ja auch, die Synchroarbeit ist ja auch ein hartes Ding. So. Ja, und die war wirklich gut, aber jetzt, wo du sagst, ich glaube, da ist kein Sprecher dabei, der so super bekannt ist. Nee, das sind keine bekannten Sprecher. Ja. Und trotzdem treffen die, auch wenn man die Hauptfigur selber, die hat immer so einen gelangweilten Unterton, so, oh, nee, schon wieder. Und das ist wirklich richtig nuanciert getroffen. Ja, das stimmt. Das ist richtig, der spielt generell eine sehr coole Rolle. Und das war, glaube ich, auch eine der ersten großen Rollen von Rupert Everett, ne? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ungefähr zeitgleich hat er schon Sachen in der Hollywood gemacht. Der ist dann auf jeden Fall relativ schnell groß geworden und der hat Soavi wohl ja auch angeboten, noch eine US-Version, also eine amerikanische Produktion von De la Morte zu fahren, was dann aber nicht passiert ist. Rupert Everett hat es angeboten? Ja. Interessant. Ja, wer weiß, was es geworden wäre, ne? Also. Ich meine, ich bin ja immer so sehr, eigentlich kein Fan davon, von diesen US-Remakes, die kommen, wenn so ein Film noch nicht so alt ist. Grundsätzlich, ich fand das zum Beispiel bei Oldboy fand ich es ganz, ganz furchtbar. Ich habe mir den aus Prinzip auch nicht angeguckt, das Remake. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob der gut ist oder nicht, aber ich finde aus Prinzip, finde ich es nicht geil. Und noch schlimmer, und den habe ich mir dann auch nicht angeguckt, war es bei So finster die Nacht. Den fand ich nämlich im Original richtig, richtig stark. Und dann war ja, glaube ich, 2 Jahre später, kam dann als, oh Gott, Let Me In, hieß der, glaube ich, ne? Kam dann der dann für den US-Markt raus. Und also habe ich mich geweigert, den zu gucken, auf jeden Fall. Ja, also Remake, Segen oder nicht, ist halt ein eigenes Thema, sag ich mal. Können wir jetzt noch lange drüber sprechen, welches gute Remakes waren und welche nicht. Aber dass Remakes, die dann in weniger als 5 Jahren nach Originalerscheinung des Films, der Vorlage, die sind wirklich unnötig. Also das ist ja weder ein Update noch sonst irgendwas, was jetzt die zeitliche Schiene betrifft. Das ist einfach nur ein Cash-In. Ja, absolut. Finde ich auch. Und hat halt wirklich keinen Wert. Ja. Es gibt auf jeden Fall gute Remakes, die dann irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Jahre später kommen. Da gibt es auf jeden Fall gute Beispiele für. Aber genau, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ja, was man zu De la More noch sagen könnte, ist auf jeden Fall das Gefühl, also die Schauplätze, die der Film bietet, sind größtenteils der Friedhof und dann so kleine Ausflüge in die Stadt, ob es mal ein Straßencafé ist, wo sich jemand versammelt hat, ob es eine Motorradgang, die gerade mal die Straße entlang fährt, oder ein paar nächtliche Ausflüge von Francesco später, der dann nochmal in die Stadt fährt. Das ist alles kein riesengroßes Set, aber es fühlt sich alles wirklich an wie eine kleine Mikrokosmos in sich. Und auch das wird am Ende nochmal ganz stark unterstrichen. Absolut. Was ich finde, woran man schon alleine merkt, dass der Film halt keine Hollywood-Produktion ist, logischerweise. Er spielt in Italien und dieses Feeling, wenn man da die Landschaften sieht oder die Landschaft sieht,
das hat schon was für mich auch so von Urlaub. Irgendwie, wenn man sich Ja. da die Sachen anguckt. Und genau, man kann es ja, wir dürfen ja spoilern. Ne, wenn der Film, der gleitet dann ja immer mehr in sowas Traumhaftes ab, irgendwie, wo halt so die Regeln der Logik nicht mehr greifen. Ja, Und absolut. und eben, ne, wie du sagst, das findet dann halt eigentlich so seinen Peak, wenn er versucht, die Stadt zu verlassen am Ende, durch diesen Tunnel fährt, wo das Licht am Ende ist, ne, die fahren dann ja so dem Licht entgegen, er fährt damit Ich finde, der Peak ist schon vorher erreicht. meinst du, wo der alle abknallt? Nein, da ist er noch in den Wahnsinn verfallen und in Wut, sondern ich sage, der Wendepunkt, wo der Film plötzlich suggeriert, das ist alles gar nicht das, was du hier siehst und das ist alles kann gar nicht sein. Das ist genau in dem Moment, wo der bei seinem Freund am Krankenhausbett steht und der aufwacht und der dann zu ihm sagt, wer sind Sie? Ja, der Freund, dazu muss man auch sagen, die kennen sich hauptsächlich vom Telefonieren und ab und zu, das ist aus einer Behörde ein Mitarbeiter, der dem Francesco sein Geld gibt. Und eben, wenn man den trifft man halt am Anfang, relativ, irgendwann im ersten Drittel des Films sieht man den, glaube ich, ne, wo der dann da halt hingeht. Da reden die dann halt, ja, vertraut miteinander, jetzt nicht wie die besten Buddies, aber so kumpelhaft, würde ich sagen. Und danach hört man den eigentlich nur noch, wie der mit dem telefoniert. Man hört aber nicht, was der antwortet. Genau. Und dann sieht er den dann da halt im Krankenhaus, wo der den dann Deswegen, nicht erkennt. Ich hinterfrage das ja sogar und sage, der hat gar nicht mit dem telefoniert. Und der Genau. kennt den gar nicht wirklich. Es ist vielleicht auch nur seine Wahrnehmung. Vielleicht, ne? Es ist ja alles so ein bisschen offen gelassen auch. Ey, das mit der Wahrnehmung, das habe ich dann am Ende vor allem auch so gedacht, welche Rolle der Gnagi da eigentlich spielt. Ja. Und habe das so für mich so ein bisschen interpretiert, dass der Gnagi so ein bisschen seine Feigheit ist oder seine innere Resistenz aus seinem Trott auszubrechen. Ne, ich glaube, das ist auch einer der letzten Sätze aus dem Film ist, ne, das, Du warst die ganze Zeit mein bester Freund. das habe ich jetzt nicht im Ohr. Ich habe gedacht, als sie dann da an dieser Straße stehen, die ins Nix geht, ne, Ja. dann sagt der Francesco, ich hätte es wissen müssen, der Rest der Welt existiert gar nicht. Und dann fällt der Gnagi hin und ist so, als ob der halt sterben würde oder als geht ihm auf jeden Fall schlecht. Und dann fragt der Gnagi, ey, können wir nicht nach Hause gehen? Und dann sagt Francesco, nein. Und dann endet der Film. Genau. Ja, und dann ist dann ja noch dieser Shot so in diese Schneekugel oder wie auch immer man Genau. die Dinger Ja, nennt. eine Schneekugel. Und da Die dann auch nochmal den Mikrokosmos unterstreicht, Genau, in dem das Ganze spielt. richtig. Und also ihr merkt auf jeden Fall, man kann sich hier verschiedene Sachen interpretieren. Der Film, der macht nicht alles so ganz klar deutlich. Es ist sehr, sehr traumhaft alles dargestellt und bebildert. Sehr fantasievoll, sehr schöne Bilder. Und es gibt auf jeden Fall Interpretationsmöglichkeiten. Genau, und das ist etwas, finde ich, womit man nicht unbedingt rechnet, wenn man den Film anfängt. Zombie Graveyard. Zombie Graveyard. Genau, damit rechne ich nicht. Bei Cemetery Man auch nicht, wobei der schon Nee. ein bisschen offener ist, der Titel. Ja, Aber ich finde es halt wirklich cool, dass der Film das so graduell macht. Ne? Es gibt immer dann so, weiß nicht, so ab der Hälfte ungefähr, sagen wir mal, so kleine Sachen, der Polizeiinspektor vor allem, was der häufig dann zu dem sagt, wo man sich so denkt, hä? Und das wird halt immer krasser und wo man so einfach merkt, so, ja, okay, so ein Scheiß, das kann doch nicht echt sein. Weil irgendwie es stellt sich ja so raus, ne, dass der Francesco immer irgendwie an den Orten ist, wo irgendwas passiert. Der Polizeiinspektor weiß das und sagt aber so Sachen, die den dann immer entlasten. ja, So, die teilweise dann irgendwann wirklich absurd werden. Am Anfang ist das noch so, merkt man das gar nicht so, da denkt man vielleicht noch so eher, ja, ey, der Polizeiinspektor weiß halt auch, was Sache ist, genau wie der Bürgermeister und deswegen deckt er also den es dann wird so. wirklich immer absurder. Und irgendwann wird's richtig absurd. Also ne? das fängt an wirklich mit so kleinen so, ach ja, ich glaube, du weißt das eh nicht, so von wegen, von dir halte ich ja ganz viel, du bist ja netter, kannst das ja nicht gewesen sein. Dann geht das weiter mit, ach hier, ich habe da einen Beweis gefunden, du bist steht auf jeden dein Name Fall drauf, am ja. Tatort vor gewesen, aber naja, hier, ich weiß von nix.
Ja. So, alles gut. Und dann geht es wirklich so absurd weiter, dass er am Schluss wirklich original sagt, Sie haben eine Waffe? Gut, dann können Sie sich Ja, verteidigen. ey, das ist genau, da gibt's nämlich eine Schießerei im Krankenhaus, dann treffen die sich in einem Treppenhaus und der sagt dann, passen Sie auf, in der 4. Etage läuft ein Verrückter mit einer Knarre rum und der schießt Leute. Ah, ich sehe, Sie haben eine Waffe. Gut für Sie. Ja, das ist echt so, also spätestens da muss man einmal lachen. Also ist egal, ob man den vorher gut verstanden hat oder nicht, aber allein diese Szene und dieser Gesichtsausdruck, den er dann auch in die Kamera hält, völlig unverstanden, so, nein, ich hab doch die Knarre. Ja. Also wirklich gut. Ist ein toller Film, macht sehr viel Spaß und ja, ist wie gesagt auch nicht ohne von ungefähr, dass ich den dir relativ früh mal mitgebracht habe. Ja, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Man sollte dazu vielleicht noch sagen, wir gucken relativ viele Filme, auch noch mit anderen Leuten. Und wir haben aber irgendwann so festgestellt, dass wir beide italienische Filme sehr, sehr mögen. Also sprich altes italienisches Kino. Und dann haben sich dann noch so diese Italien-Filme halt zu so einem eigenen Ding halt entwickelt. Meist zusammen noch mit Takashi Miike-Filmen. Und ja, so fing das an. Aber genau, Della Morte dell'Amore war da der Einstieg. Ja, weiß nicht, hast du noch was zu erzählen? Eigentlich nicht. Ich bin jetzt hier gerade noch so ein bisschen meine Notizen am Durchgehen, aber im Prinzip, glaube ich, haben wir soweit die wichtigsten Sachen gesagt. Ja, wunderschöner Film, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man etwas so ein bisschen abseits vom Mainstream-Kino sehen möchte und auf schräge Sachen steht. Ja. Das Also ist auf jeden Fall auch wenn viel passiert, aber es wird alles sehr ruhig und clean erzählt. Es ist nicht so, dass da irgendwas hektische Action oder sowas stattfindet, gar nicht. nee, es gibt so diese Gore-Spitzen, die dann auch wirklich explizit sind, aber die sind auch so unaufgeregt eher. Ja, genau. Die passieren dann halt einfach so. Ja, Ja. schöne Nummer. Ja, schöne Nummer, auf jeden Fall. Und ja, ich sehe hier auf dem Timer, dass wir bei fast 45 Minuten sind, was mir gerade relativ viel vorkommt. Also so lange kommt's mir nicht vor, dass wir das jetzt hier gemacht haben. Ja, mal gucken, wie das geworden ist. Wir haben uns ja jetzt echt dazu entschieden, einfach mal zu machen, ohne allzu viel zu überlegen. Wahrscheinlich fassen wir uns nachher bei einigen Sachen komplett an den Kopf. Aber egal. Immerhin haben wir jetzt die Aufnahme halt durchgezogen. Ja. Also was man noch kurz erwähnen sollte, ist vielleicht, dass wir auch nichts schneiden werden. Genau, Also- war eine der wenigen Sachen, die wir vorher klar gemacht haben, dass das immer One-Takes sein werden. Uncut. Komplett uncut, genau. Und ja, und wir haben uns so auf Filmgenres oder so, werden wir uns nicht festlegen, sondern wollen uns da so ein bisschen die Freiheit lassen, eigentlich alles zu nehmen, worauf wir Bock haben. Wir haben uns so ein paar Titel, hatten wir uns ja schon irgendwie überlegt, die so in Zukunft kommen sollen. Und was da als nächstes kommt, Könnten. oder könnten, genau. Also da gibt es auf jeden Fall viele. Und da werden wir mal sehen, was Ja, und es soll ja kommt. auch nicht immer schön sein, ne? Also wir gucken uns natürlich dann auch mal Sachen ein, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wo wir vielleicht anderer Meinung sind. Das kann als sehr der gut sein. Das Gegenüber. Ja. Und vielleicht ist das ja auch nochmal ein Spot, den man aufgreifen sollte, um die nächsten Filme dann auszuwählen. Ja. Umso schöner, dass jetzt die erste Folge so gleiche Meinung war und harmonisch. Ja, wir hoffen, dass die euch ein bisschen unterhalten hat. Vielleicht hat es Spaß gemacht, vielleicht auch nicht. Wir sind Anfänger, wir haben das noch nie gemacht und wir versuchen auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Wir hatten ein paar technische Hürden. Wir hoffen auch, dass die Aufnahmequalität einigermaßen erträglich ist. Und gucken mal, was draus wird. Und geloben auf jeden Fall bei allen Fehlern Besserung und hoffen, dass die Aufnahmequalität auf jeden Fall besser wird beim nächsten Mal. Ja. In Vielen dem Dank. Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann.